Laber mich nicht voll. Aha, das hört sich aber schon fast ein bisschen merkwürdig an, ne? Laber mich nicht voll. Das sagen wir, wenn wir uns unterhalten und einer in einer Tour, also der andere Gesprächspartner, in einer Tour auf mich einredet, ja, und ich schon lange gesagt habe, dass ich jetzt gerade mal einen Augenblick Ruhe brauche und das verstanden habe, was er gesagt hat und er mich jetzt nicht weiter besprechen muss oder ansprechen muss oder mir weiter was erzählen muss, dann sage ich zu ihm irgendwann ein bisschen genervt, laber mich nicht voll. Tu mir einen Gefallen, bitte, laber mich nicht voll. Das sagt man untereinander, weil es schön einfach und locker und leger ist und salopp ist und weil das dann im Prinzip auch ein bisschen ausdrückt, dass der mir gerade richtig ein bisschen auf den Geist geht. Also es ist genug, ja? Rede nicht so viel, könnte man auf Deutsch ganz einfach sagen. Ja, man könnte dem anderen genauso sagen, rede nicht so viel. Und jeder Mensch der Welt, der Deutsch spricht, würde dich verstehen. So, wenn ich aber sage, laber nicht so viel, dann habe ich schon wieder ganz viele Menschen, die das verstehen könnten, leider damit ausgegrenzt. Deswegen mache ich die Videos, damit ihr auch teilhabt. Wunderbar. So, Nummer 2. Bist du jetzt klamm? Ja, das frage ich jemanden, wo ich den Eindruck habe, dass er nicht mehr viel Geld hat. Um nicht zu sagen, dass er gerade an seiner Grenze knabbert. Ja? Wenn der jetzt zum Beispiel einkaufen geht und hat kaum noch was und zählt da stundenlang sein Geld, irgendwie hier die kleinen Münzen, ihr wisst schon, das sind dann immer die Leute, die dann so ein bisschen suchen und oh, habe ich das Geld überhaupt dabei und so weiter. Dann kann man den fragen, bist du jetzt klamm? Oder man kann auch direkt dann auf Deutsch fragen, wir fragen aber manchmal dann auch gerne schon mal so, bist du jetzt klamm? Ganz locker und leger wieder. Man kann aber auch fragen, hast du jetzt kein Geld mehr? Oder hast du kein Geld? Ist genau das Gleiche im Prinzip, wenn man so möchte. Man kann es auch erweitern mit, hast du kein Geld mehr? Also du hast keins mehr, weil du alles ausgegeben hast. So, bist du jetzt klamm, ist das, ja? Das heißt, dass er kein Geld mehr hat. Genau. So, das nächste. Tolle Rede, Mann. Das sagt man einfach nur, um jemandem zu sagen, pass auf, jetzt hast du so viel erzählt und das hat mich richtig schwer beeindruckt, aber jetzt ist es bald mal gut. Ja, tolle Rede, Mann. Kann man dann sagen, ja. Du hast gut gesprochen, kann man auch sagen. Ja, man ist beeindruckt davon, aber irgendwann ist es mal gut. Wenn er einem das 3-mal, 5-mal erzählt, irgendwann sagt man dann wirklich auch ganz ehrlich, tolle Rede, Mann, aber lass mich jetzt in Ruhe. Genau. Ja? Das sagen wir auch schon mal ganz gerne, wenn man so ein ganz kleines bisschen genervt ist. Ich möchte gar nicht sagen genervt ist, aber ja, manchmal ist es so. Genau. So, wenn sich 2 Leute auf der Straße von uns Deutschen treffen, meistens Jugendliche, meistens männlicher Gestalt, genau. Wir Frauen sagen das übrigens etwas weniger. Warum, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir immer alles etwas weicher sehen. Weil das ist in dem Fall vielleicht ein bisschen hart. Möchte ich nicht sagen, aber ja, irgendwie schon. So, wenn wir uns auf der Straße sehen, die 2 jugendlichen Männer, dann fragt der eine den anderen, was geht ab? Ja, das ist so ein bisschen locker, leger, fast schon ein bisschen cool. Ja, und damit wollen die Jugendlichen oder die jugendlichen Männer oder überhaupt Männer, manche Frauen machen das auch, aber nicht viele, soweit ich weiß. Ich glaube, jüngere Frauen machen das auch. Die wollen damit einfach nur zeigen, hey, ich bin super cool und ich frage dich jetzt in der Geheimsprache, die du da gegenüber auch kennst, weil du ungefähr in meinem Alter bist, was geht ab? Ja? Und dann ist es so wie geht's dir? Ja, man könnte auch ganz einfach fragen, du, wie geht's dir? Aber das ist nicht so cool, das ist nicht so einfach, so locker, so cool dahergesagt. Ja, aber man will sich ja ein bisschen distanzieren vielleicht auch teilweise von der deutschen Sprache, die da von alther so beigebracht wird, gelehrt wird. Und vielleicht will man das so ein ganz klein bisschen auch, dass man sich davon dann ein bisschen distanziert, weil man ist ja jugendlich, ja, man ist so ein bisschen, ne, Revolte, also so ein bisschen, was geht ab, Mann, das ist super cool, ja? Das sagen die dann oder wir auch. Also ich sag's weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie geht es dir bei das? Genau. Dann haben wir hier, komm, wir rocken das. Ja? Man will jemandem sagen, man will jemanden aufmuntern, etwas, ein Vorhaben, ein Projekt, eine Sache, die man angehen möchte, die wahrscheinlich auch funktionieren soll, weil das, was ich da sage, komm, wir rocken das, das zeigt schon fast, dass ich aus der Sache, die ja eigentlich glücken sollte, weil ich das schon denke, noch mehr draus machen kann. Ich kann da noch mehr draus machen. So, dann sage ich dem anderen, weißt du was, komm, wir rocken das.
Das sagt man dann so, komm, wir rocken das. Das hört sich so richtig an, als wenn man da oben drüber ist, hat den großen Pott, den man da gewinnen kann, den hat man im Prinzip schon verdient und will dann oben drauf noch sagen, komm, wir rocken das, ja? Weil rocken ist ja meistens ein bisschen wilder mit Musik und so weiter, ja? Aber das ist dann in dem Fall, wir rocken das, so als wenn man schon oben wäre und das schon geschafft hat, ja? Das ist das. Komm, wir schaffen das, hat mal eine Dame gesagt, ne? Die kennt das sicherlich auch, die Dame, wunderbar. So, komm, wir rocken das, hätte sie mal besser gesagt, dann hätten wahrscheinlich alle Leute die verstanden, aber so in dem Fall, komm, wir schaffen das, hat sie auch gesagt. Genau. So, das nächste, ja? Wenn ihr mein Video 1.0 gesehen habt, ja, meine Umgangssprache 1.0, dann wüsstet oder dann wisst ihr jetzt, dass ich gesagt habe, das ist mir alles wurscht. Oder Wurst, sagt man dann, ne? Auf Hochdeutsch, wunderbar. Das ist mir alles Wurst. So, jetzt in der Umgangssprache 2.0. Wenn ihr die Erklärung zu der Wurst haben möchtet, müsstet ihr das andere Video bitte gucken. Ja, Umgangssprache 1.0, da habe ich diese Wurst auch erklärt. Müsst ihr dann eben danach noch eventuell gucken. Genau. So, in diesem Umgangssprache 2.0 sage ich, das ist doch alles Käse. So, Käse haben wir auch. Wunderbar. So viele Lebensmittel hier drin, die wir besprechen. Super. So, wenn ich das sage, das ist doch alles Käse. Ja, dann ist es, wenn mich ein Mensch wieder mit allen möglichen Tatsachen, die er erlebt hat, oder mit einem Vorgang, den er gut abgeschlossen hat oder meint gut abgeschlossen zu haben, oder mir eine Sache erzählt, die funktioniert hat, wo ich aber der Meinung bin, das hat nicht funktioniert. Absolut geht gar nicht, weil ich habe schon anderes gehört. So, dann sage ich, weißt du was, das ist alles Käse, was du mir gerade erzählst. Das ist alles Käse, was du mir erzählst. Käse soll so viel heißen wie, das ist doch alles Unsinn. Das stimmt doch absolut nicht, ja? Das setze ich dann einfach dafür ein, ja, das ist doch alles Käse. Käse ist in dem Fall dann die negative Nummer, aber, ja, das ist halt dafür der Ersatz. Genau, das ist doch alles Käse, das stimmt doch alles gar nicht. Genau, so. Genau. So, das nächste ist, wenn ihr jemanden kennt, der es im Leben geschafft hat, ich sag's mal einfach so ganz locker, weil wir sind hier unter uns, der es im Leben geschafft hat, ja, der hat jetzt mal richtig irgendwo Geld hergekriegt, sei es geerbt, sei es verdient, sei es von Oma, Opa, ach, was weiß ich, von der Lotterie, was weiß ich, was der getan hat, damit er so viel Geld hat, dass der es im Leben geschafft hat. Das sagen wir übrigens auch öfter. Ey, du hast es im Leben geschafft, heißt dann, dass du dir alles erarbeitet hast, was geht. So, ich gehe jetzt mal von Geld aus, ja? Dann sagt man untereinander schon mal, wenn wir jetzt zum Beispiel über jemand anders sprechen, was ich eigentlich nicht gerne tue, aber man kriegt das ja auch schon mal mit und schon mal sagt man das ja dann, ach, der Ehrlichkeit halber, ja, dann sagt man das, ja. Dann sagt man zu dem anderen gegenüber, ach, lass den, der stinkt doch nach Geld, ja, der stinkt nach Geld, ja. Ich kann den nicht riechen, das will ich damit gar nicht ausdrücken. Und der andere gegenüber, der jetzt genau weiß, was ich gerade gesagt habe, der geht auch nicht davon aus, dass ich da riechen kann, dass der stinkt nach Geld. Ja? Man kann es sehen, das kann man schon mal gerne sehen. Ne? Wenn er sich dann schick anzieht, wunderbar, irgendwelche Sachen oder weiß ich auch nicht, hier halt super Brille oder Auto, Motorrad, Haus, was weiß ich, der stinkt nach Geld. Das sagt man sich dann untereinander, weil man genau sieht, was der hat. Ja, man sieht den ja schon 3 Meilen gegen den Wind an, dass der jetzt ein bisschen mehr Geld irgendwoher bekommen hat. Genau, der stinkt nach Geld, heißt, der hat wirklich mal ganz, ganz richtig viel Geld. Genau, wie sagen wir mal ganz gerne auch eine Umgangssprache, der hat richtig Geld am Stiefel. Habe ich gar nicht mit dir aufgeführt, kann man aber auch sagen, ja? Wenn ich zu jemandem sage, der hat richtig Geld am Stiefel, dann ist das genau das Gleiche, als wenn ich sagen würde, hey, der stinkt nach Geld. Der stinkt nach Geld. Der andere weiß dann sofort, dass ich gerade gesagt habe, erstens habe ich bemerkt, dass der viel Geld hat und zweitens habe ich das dann auch noch gesagt, dem anderen auch noch vermittelt, ey, wenn du da hingehst, der stinkt nach Geld. Ja? Okay. So, dann haben wir hier, da hast du aber Schwein gehabt. Aha, das Schwein. So, was könnte das denn heißen, meine lieben Freunde? Ich glaube, dass das die meisten Leute wissen. Wisst ihr, warum nicht die meisten Leute das wissen? Weil gerade jetzt zu Silvester, was verschenkt man denn zu Silvester, wenn man jemandem Glück wünscht? Und ich meine jetzt nicht diese kleinen Kleeblättchen, diese Pflänzchen, die verschenkt man auch damit, das ist schon richtig.
aber da ist immer ein kleines Glücksschwein da drinne. Aha, ein kleines Glücksschwein. So, mein Satz hier ist aber, da hast du aber Schwein gehabt. Aha, daran liegt das also. Das heißt so viel, da hast du aber ganz, ganz viel Glück gehabt. Ja, dass das so gekommen ist, dass du das so gemacht hast, dass das überhaupt so passiert ist. Genau, das Schwein ist nämlich in dem Augenblick, was ich jetzt gerade sage, das hast du natürlich nicht. Und wenn du das gehabt hättest und ich müsste dir sagen, da hast du aber Schwein gehabt, dann wäre das ziemlich schlecht, weil du müsstest eigentlich bemerkt haben, dass du das Schwein gehabt hast. Genau, hast aber nicht gehabt, deswegen sage ich dir das. Genau, so, das Schwein wird als Glückssymbol gesehen, deswegen ist es so, dass man sagen kann, da hast du aber Schwein gehabt. Und das ist eigentlich nur, dass man sagt, da hast du aber ganz, ganz viel Glück gehabt. Genau, ja? Genau. So, dann haben wir noch eins. Früher war mehr Lametta. Aha, ich sag das schon mal ganz gerne, weil, ja, ich bin halt nicht mehr die 20-Jährige, ist nun mal so, aber wir sagen dann schon mal so Sachen, die dann schon mal von, ich möchte nicht sagen alther sind, aber wir haben ja früher, in der früheren Zeit, als ich 20 war, ja, da haben wir ja auch immer einige so Umgangssprachen am Start gehabt. Genau, ist auch ein Teil der Umgangssprache. Am Start gehabt, genau. Also wir haben das auch immer mal gesagt. So, früher war mehr Lametta, ja? Ich glaube zu wissen, und ihr könnt mich gerne berichtigen, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein, ja? Früher war mehr Lametta. Ich glaube zu wissen, dass diese Aussage ursprünglich aus dem Film von Loriot, Papa Ante Portas war das, glaube ich, soweit ich weiß. Da war das, glaube ich, ein Ausspruch, als er da in der Wohnung mit dem Weihnachtsbaum da am Hantieren war. Genau, den habe ich übrigens sehr gerne gesehen, Loriot. Ich meine zu wissen, daher kommt der Ausspruch, früher war mehr Lametta. So, das sage ich schon mal ganz gerne, wenn ich sage, oh, damals war alles besser. Früher war mehr Lametta. Im Übrigen hat man früher auch, jetzt weiß ich nicht, ob das in Deutschland immer noch so ist. Hier in Spanien ist es nicht so. Deswegen kann ich sagen, hier in Spanien macht man gar nicht mehr so viel Lametta auf den Weihnachtsbaum drauf. Früher hat man in Deutschland nämlich ganz viel Lametta oben auf den Weihnachtsbaum gemacht, damit dieser kleine, schöne, wunderschöne Weihnachtsbaum vor sich hin glitzerte. In Silber, in Gold. Und überall musste noch was hin. Und die arme Mutti musste das am nächsten Tag, in den nächsten paar Tagen, dann aus der Wohnung wieder entsorgen und hat das überhaupt nicht geschafft bis zum Sommer, weil die Dinger überall lagen. Ja? Das sind so kleine Alufolienstückchen, so extra geschnitten. Ja? Die hängt man so über den Weihnachtsbaum, damit es wunderschön aussieht. Genau. Früher war mehr Lametta, ist so viel wie, damals war alles besser. Das sagen wir schon mal ganz gern. Ich glaube, die heutige Jugend sagt sowas schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, was Lametta noch ist. Ich glaube, das macht man heute gar nicht mehr richtig. Aber gut, wenn ihr mehr wisst, liebe Freunde, ihr dürft mir gerne was unten in die Kommentare reinschreiben. Dürft ihr sehr gerne machen. Wenn ihr wisst, Lametta, wenn ihr wisst, das ist aus dem Loriot-Film, wunderbar, bin ich super, super glücklich, wenn mich da jemand aufklärt, dass das so war. Ja? Ich meine, es war aus dem Loriot-Film. Ja? Gut, dann sagen wir auch schon mal ganz gerne. So, habe ich selber auch schon mitgekriegt. Ich rede nicht gerne über andere Leute, aber gut, sind wir mal ganz ehrlich. So zwischendurch passiert es schon. Wenn jemand zu einem kommt und sagt dann, ach Gott, jetzt hat er das wieder voll falsch gemacht. Ja, jetzt, oh, wie oft haben wir dem das denn schon gesagt? Mensch, begreift er das denn nicht? Schon wieder hat er das falsch gemacht. Dann sagt man schon mal ganz gerne untereinander, oh Gott, das hat ein Vollpfosten. Oh nein, was für ein Vollpfosten ist das denn? Ja? Das sagt man schon mal gerne untereinander und der andere weiß dann ganz genau, dass ich das jetzt auch nicht toll finde, was er macht. Und dieser Mensch, den ich jetzt gerade als Vollpfosten betitelt habe, ja, der ist wenig begabt und obendrein auch noch ein bisschen dumm. Ja? Ich maße mir dann an, das über ihn zu urteilen. Ja? Ich sage dann einfach in einem einzigen Wort, das ist ein Vollpfosten, sage ich dann so viel wie, das ist ein wenig begabter, dummer Mensch, ja, wie kann man sagen, der in einer Tour immer wieder in die gleiche Falle tritt, immer wieder das Gleiche falsch macht, so dass es schon fast nervt. Das ist dann für uns schon ein Vollpfosten, ja? So, meine lieben Freunde, da haben wir schon wieder eine ganze Menge besprochen. Ja, es hat mir wieder super Spaß gemacht mit euch, ihr Süßen. Genau. Mir bleibt jetzt nur noch, dass ich euch sagen kann, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ja? Passt schön auf euch mit dem Silvester, mit den Böllern, nicht in die
Hand nehmen, in die Tasche, gar anzünden oder sonst irgendwelche merkwürdigen Spiele damit tun. Seid vorsichtig und habt euch alle lieb. Na, ihr Lieben, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Genau. Macht's gut, ihr Süßen.